Park. Und wie Sie sehen, geht nichts. Ja, im Innenraum liegen die Laptops, aber es passiert leider noch nichts. Wir haben schon versucht hier mit Zurückrollen zu starten, aber es war jetzt auch nichts. Und das nur wegen einem kleinen Drohnenflug. Ja, echt so. Nachdem unser Auto wieder angesprungen ist, sind wir auf dem Weg vom Geiranger Fjord in Richtung der Stadt Bergen gefahren. Unser Zwischenziel war der Geiranger Skywalk, ein Aussichtspunkt auf 1500 Metern mit einer der wohl fantastischsten Aussichten der Welt. Von dort kann man direkt auf den Geiranger Fjord hinunterblicken und glaubt mir, es war der Wahnsinn. Kurz vor dem Abgrund hatte man ein unglaubliches Panorama vor Augen. So, wir sind jetzt halt hier auf einem Berg in der Nähe vom Geiranger Fjord. Den kann man da vorne ganz gut sehen. Da haben wir auch übernachtet auf dem Campingplatz. Und von hier aus geht es dann weiter Richtung Bergen. Da geht's aber ganz schön runter, ey. Da geht's aber richtig runter hier. So, wir sind jetzt halt hier auf einer Brücke auf dem Weg Richtung Bergen und vorne sind ein paar Kühe. Ist auch ganz normal hier, dass es einfach mal Stau gibt, weil zwei Kühe sich entscheiden, über die Brücke zu laufen. Die Strecke führt an vielen Fjorden entlang und nach einiger Zeit sind wir am Abend in Bergen angekommen. Da wir uns für den nächsten Tag viel vorgenommen haben, sind wir direkt ins Bett. Hallo Mama, ich bin im Fernsehen! Bergen. Die Stadt wird auch das Tor zu den Fjorden genannt. Mann, ist diese Stadt cool, aber auch unfassbar teuer. Wir haben uns dazu entschieden, die Stadt mit den E-Scootern zu erkunden und das Viertel Brüggen mit seinen bunten Häuschen an der alten Landungsbrücke anzusehen. Danach ging es für uns auf eine kleine Wanderung auf den Berg Fløyen. So, wir sind jetzt in Bergen und Sind gerade einen Berg hochgelaufen. ja, wir sind auf der Hälfte jetzt gerade. Und zwar wollen wir halt hoch auf den Gipfel. Da ist anscheinend eine coole Aussichtsplattform, wo man über die Stadt einen guten Ausblick hat. Genau. Und Ein bisschen auf die Stadt und auf den Hafen und so. Genau, und dann schauen wir mal, was es da so gibt. Ja. wenn man möchte, kann man auch mit einer kleinen Bahn fahren, um zum Aussichtspunkt zu gelangen. Von dort hat man dann einen guten Blick über die ganze Stadt. Dort oben gibt es Essensmöglichkeiten und Souvenirshops. Nach dem Abstieg sind wir dann noch durch die Stadt gelaufen und am Nachmittag ging es mit dem Auto für uns weiter Richtung Süden. Auf dem Weg zum Föhringsfossen sind wir über die berühmte Hardanger Brücke gefahren. Diese Brücke ist nicht nur sehr lang, sondern beginnt und endet in 2 Tunneln.
Das Besondere sind die beiden Kreisverkehre im Inneren des Berges. Sowas habe ich bis jetzt noch nie gesehen. Bis zum Föhringspfosten war es von hier nicht mehr weit. Dort haben wir dann übernachtet, um am nächsten Tag direkt die Ersten am Wasserfall zu sein. Am nächsten Morgen haben wir uns nach dem Frühstück direkt den Föhringspfosten angesehen. Die Wege waren super ausgebaut, doch allzu spektakulär war der Wasserfall dann auch nicht, weshalb wir uns direkt auf die Weiterfahrt begeben haben. Unser nächster Stopp war eigentlich die Trolltunga, ein horizontaler Felsvorsprung, der am Sørfjord liegt. Allerdings kam es doch etwas anders als erwartet und schließlich musste es in Norwegen auch einmal regnen. Okay. Der Dominik sagt, es wird noch was mit dem Wetter. So, wir sind jetzt am Peikstrolen. Dann machen wir eine Wanderung. 2 Stunden hin, 2 Stunden zurück. Wir wollten eigentlich heute Vormittag, also nachdem wir bei dem Wasserfall waren, sind wir dann noch ein bisschen 2 Stunden weiter gefahren und wollten eigentlich auf diese Trolltunga gehen. Aber das war die reinste Abzocke. Ja. Und zum anderen war unsere Ausrüstung noch nicht ganz so prepared. Wir sind halt hingekommen und da war der Parkplatz halt einfach endteuer. Oben war schon ausgebucht und es wäre auch keine Möglichkeit zurückgegangen. So. Wir hätten über 100 € zahlen müssen, allein nur, um auf dem Parkplatz ungefähr oben zu parken. Ja, dann haben wir uns entschieden, wir fahren einfach weiter und gehen hier und machen morgen lieber noch ein bisschen im Süden und so. Und genau. Jetzt schauen wir mal, was uns hier erwartet. Hello, hi. Genau, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt hat es leider ein bisschen zu regnen angefangen. Aber bis jetzt hatten wir eigentlich ganz gut Glück mit dem Wetter. Und jetzt die nächsten Tage sehen halt ein bisschen regnerischer aus, aber das gehört halt auch dazu, gell? Auf jeden Fall. Für Regen sind wir prepared. Also für Norwegen hatten wir wirklich Glück. Es hat dann wie gesagt nur einen Tag bis jetzt geregnet, das war in Stockholm. Ja. Aber sonst hatten wir halt wirklich mega Glück, auch mit den Locations und alles. Hat wirklich immer super gepasst. Von da an sind wir jetzt mal ganz zuversichtlich, dass es jetzt hier auch nice wird. Vielleicht zieht ja noch eben die Sonne ein bisschen, oder ziehen die Wolken ein bisschen auf, oder reißen auf, die Wolken reißen auf. Und dann, wenn es nicht regnet, können wir vielleicht noch mit Drohne fliegen. Mal schauen, cool. aber mal schauen. Einfach mal hinkommen und es sich angucken, das reicht mir eigentlich auch schon. Genau. Dann schlafen wir heute wieder auf dem Parkplatz und später gibt es dann geile Nudeln. Und eine nice Asiasuppe. Genau. Wenn es dann morgen weitergeht. Morgen müssen wir dann ein bisschen Vollgas geben. Da fahren wir dann nach Oslo oder erstmal Richtung Süden. An den Süden-Cup wollen wir. Genau. Auf den Leuchtturm und von da dann Richtung Oslo, damit wir dann vor Oslo schlafen können, um dann den Tag drauf Oslo verbringen zu können. Ja. Genau. So. Dann schauen wir, was hier noch so geht. Aber es ist eigentlich ganz geil hier mit diesem Weg. Ich habe mir irgendwie schlimmer vorgestellt. Ja, ich mir auch. Richtig matschig. Auf jeden Fall. Hey, yo, man. Hey. You're on YouTube. Yes, sir. Wir sind dann noch einige Zeit gelaufen, bis wir am Felsvorsprung angekommen sind. Und was uns dann erwartet hat, war einfach nur unglaublich. So, wir waren jetzt oben auf den Felsen und richtig geil. Das Wetter hat nochmal so richtig aufgezogen, also Aufgeklärt, ja. genau. Es hat nicht mit geregnet. Jetzt haben wir ordentlich gute Fotos gemacht.
War echt schön dort oben. Ja, ist echt so. Hat uns mega gefallen. Kam auch so ein bisschen Wind auf und du hast halt wirklich gespürt, wie dich der Wind halt so ein bisschen zum Abgrund drücken wollte. Ja, voll. Ja. Ja, und jetzt sind wir auf dem Rückweg zum Auto und machen uns dann was richtig Geiles zum Essen. Und dann geht's schlafen. Beim Morgen haben wir ja auch wieder viel vor. Jetzt, Morgen müssen wir bis nach Oslo kommen. aber erstmal fahren wir ja noch in den Süden. Genau. Also so insgesamt glaube ich 8 Stunden oder sowas, was wir dann fahren. Ich freue mich auch, vor allem es war wieder ein mega cooler Tag. Voll. Wir haben echt das meiste rausgeholt. So. Ja. Das Südkap. Unser vorletztes Ziel in Norwegen war der Leuchtturm am südlichsten Punkt Norwegens. Vom Preikestolen aus sind wir einige Zeit an der Küste entlang Richtung Süden gefahren. Auf den kleinen Leuchtturm konnte man im Inneren nach oben steigen und oben Richtung Dänemark aufs Meer blicken. Und uns wurde hier das erste Mal bewusst, dass es langsam Richtung Heimat geht. Doch davor mussten wir noch eines gesehen haben, und zwar die Hauptstadt Oslo. Bevor es weiter Richtung Nordosten ging, haben wir aber dann noch etwas Zeit an der Küste verbracht. Okay. Ah ja. Da kommt mal dahinter irgendwo raus. Ich weiß ja nicht, ob es so nice ist. Also da hinten ist auf jeden Fall Licht. Ja, Soll ich mal machen? Ja. Alles klar. Ah ja. Da chillen wir. Die Nacht haben wir in der Nähe der Küste verbracht und wir sind in der Früh dann direkt in die Stadt gefahren. Das Parkhaus war super teuer, was aber auch die Preise in Oslo wiedergespiegelt hat. Auch ein bisschen wie Rattern, ja? So wie in Schweden. So, wir sind jetzt gerade in Oslo angekommen und schauen jetzt halt hier noch die Stadt an. Wir sind gerade im Opernhaus. Genau. Es ist irgendwie ultra hell. Es ist mega hell, vor allem es war halt vorher echt relativ bewölkt. Auf einmal wird es so richtig hell. Ja. Jetzt haben wir die Sonnenbrillen im Auto gelassen, das war ein bisschen blöd. Auch hier haben wir uns wieder E-Scooter ausgeliehen und sind einmal alle besonderen Sehenswürdigkeiten abgefahren. Besonders gut hat uns die Stadt aber nicht gefallen. Aber einzelne Bereiche waren sehr modern gebaut und es hat echt Spaß gemacht, am Wasser entlang zu fahren. Lange konnten wir hier allerdings nicht bleiben. Von hier aus ging es nach Schweden zur Fähre, die von Trelleborg nach Rostock ging, und dann nach Hause. Dadurch hatten wir noch einige Kilometer, die wir mit dem Auto zurücklegen mussten. Hallo. Wir haben dann an der Küste neben dem Hafen übernachtet und sind in der Früh mit der nächsten Fähre nach Rostock gefahren. Am Hafen selbst hat es aber so stark nach Fisch gestunken, dass wir es kaum aushalten konnten. Trotzdem haben wir einigermaßen gut geschlafen. Und was soll ich sagen? Damit ist unsere Reise am Ende. Nach über 6500 Kilometer sind wir wieder zurück in Deutschland angekommen. In wenigen Tagen haben wir es geschafft, einmal halb Norwegen zu durchfahren.
Es war wirklich eine der coolsten Reisen, die ich bis jetzt gemacht habe und es hat Lust auf mehr gemacht. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald.